Dan Blocker was a hoot. I could go on for half an hour easily about Dan. Er war Amerikas geliebter sanfter Riese, das Herz von Bonanza und einer der meistgeschätzten Schauspieler seiner Zeit. Doch hinter den Kulissen war das Leben von Dan Blocker mit verborgenen Kämpfen gefüllt. Jetzt, Jahrzehnte nach seinem tragischen Tod, stellt sich die Frage, was mit seiner Familie, seinem Vermögen und dem geheimnisvollen, verlassenen Haus, das er hinterlassen hat, geschehen ist. Haben Sie als Kind Bonanza gesehen? 1 für Ja, 0 für Nein. Bleiben Sie dran. Wenn wir uns näher mit Dan Blockers Leben, seinem Verlust und seinem anhaltenden Einfluss befassen. Was war Bonanza? So viel Geld hatte der Schauspieler Dan Blocker, als er starb. Bonanza gilt noch immer als einer der besten TV-Western aller Zeiten, auch nachdem die Serie vor mehr als 40 Jahren abgesetzt wurde. Neben der actiongeladenen Handlung beeindruckte die Serie die Zuschauer auch durch ihre starken Familienwerte und ihre Bereitschaft, gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Gewalt anzusprechen. Dan Blocker, der in der Rolle des gutmütigen Hoss Cartwright die Herzen eroberte, war einer der erfahrenen Darsteller, die maßgeblich zum Erfolg der Serie beitrugen. Fans und Mitwirkende waren schockiert von Blockers frühem und schrecklichem Tod, vor allem in Anbetracht seiner außergewöhnlichen Karriere. Laut Celebrity Net Worth belief sich sein geschätztes Nettovermögen zum Zeitpunkt seines Todes auf $5 Millionen, was für jemanden, der aus so bescheidenen Verhältnissen stammte, eine beachtliche Summe ist. Ein großer Mann mit einem großen Herzen. Der Mann hinter Hoss, Dan Blocker, machte körperlich sofort einen guten Eindruck. Bobby Dan Davis Blocker war das schwerste Baby, das jemals in Bowie County geboren wurde. Er wog unglaubliche 14 Pfund, als er am 10. Dezember 1928 in DeKalb, Texas, zur Welt kam. Schon bei seiner Ankunft sah es so aus, als ob er es zu einer gewissen Berühmtheit bringen würde. Seine Eltern, Ora Shack Blocker und Mary Arizona Blocker, zogen mit der Familie nach O'Donnell, Texas, etwa 40 Meilen südlich von Lubbock, als Dan noch ein kleiner Junge war. Obwohl er während der großen Depression alles verloren hatte, konnte Shack, ein ehemaliger Farmer, genug Geld zusammenbringen, um einen kleinen Lebensmittelladen aufzubauen. In den ersten Jahren wohnte die Familie im hinteren Teil des Ladens und der kleine Dan half, wo immer er konnte, und brachte zum Beispiel die Waren zu den Autos der Kunden. Dans Größe sorgte für Chaos im Laden, so dass sein Vater mit seinen Freunden scherzte, dass er sie dafür bezahlen würde, ihn einzustellen. Diese Statur sollte sich jedoch bald als einer seiner größten Vorteile erweisen. Dan Blocker trat im Alter von 13 Jahren dem Footballteam des Texas Military Institute bei und spielte Linebacker. Aufgrund seiner Fähigkeiten auf dem Spielfeld erhielt er ein Stipendium für die Sewell Ross State University, wo er weiterhin Football spielen und Englisch studieren wollte. Im Alter von 18 Jahren wog er fast 300 Pfund und war 1,8 Meter groß. Mit zunehmendem Alter nahm er jedoch noch mehr an Gewicht zu und wuchs um weitere Zentimeter. Seine Schulausbildung wurde zwar durch den Fußball ermöglicht, aber eine überraschende Wendung der Ereignisse führte ihn auf einen ganz anderen Weg. Der Theaterverein brauchte jemanden, der die großen Puppen, die während einer Aufführung von Arsen und Spitzenhäubchen als Leichen im Stück verwendet wurden, heben und transportieren konnte. Dan war die ideale Wahl. Aber seine Aufgaben gingen über die Hilfe hinter der Bühne hinaus. Am Ende spielte er die kleine Rolle des Teddy Brewster, des schrulligen Neffen der mordenden Tanten in dem Stück. Alles änderte sich, als er die Bühne betrat. Die Aufregung vor dem Auftritt, die Reaktion des Publikums und die Atmosphäre des Theaters waren berauschend. Dan war verliebt. Nach seinem Abschluss lehnte er angeblich Angebote ab, Professional Fußball zu spielen, nachdem er seinen Studiengang von Englisch auf Theater umgestellt hatte. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Bühne und trat in Repertoire-Theatern und Sommertheatern auf, bis er eine kleine Rolle in einer Broadway-Produktion von King Lear, Duty Calls and Duty Called, bekam. Dan wurde anschließend zum Dienst im Koreakrieg abkommandiert. Er diente mit Auszeichnung und erhielt zahlreiche Medaillen und Belobigungen, darunter ein Purple Heart. 1952 wurde er zum Sergeant befördert und aus der US-Armee ehrenhaft entlassen. Im selben Jahr heiratete er Dolphia Parker, die er während seines Studiums kennengelernt hatte. Dan folgte dem scheinbar richtigen Weg und brachte eine neue Frau und die Hoffnung auf eine sichere Zukunft mit. Nachdem er wieder zur Schule gegangen war,
schloss er sein Studium mit einem Master in Schauspielkunst ab. Er und Dolphia bekamen 4 Kinder, 2 Söhne, David und Dirk, und Zwillingsmädchen, Deborah Lee und Dana Lynn. Dan konzentrierte sich darauf, sich um sie zu kümmern. Nachdem er in der High School in Sonora, Texas, Theater und Englisch unterrichtet hatte, ging er als Lehrer für die 6. Klasse nach New Mexico. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt so aussah, als wäre es nur eine weitere Lehrerstelle, kam Dan mit jedem Schritt nach Westen seiner eigentlichen Bestimmung, Kalifornien, unbewusst näher. Dan hatte kaum Probleme, sich an das Eheleben anzupassen. Er teilte seine Liebe zur Sprache und zum Theater auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich einen nachhaltigen Effekt auf seine Schüler hatte. Er unterrichtete gerne und liebte es, mit Kindern zusammen zu sein. Allen Berichten zufolge hatte er ein großzügiges und mitfühlendes Herz, obwohl er gelegentlich seinen Zorn verlor. Er war jedoch ebenso bereit, seine Fehler einzugestehen und sich zu entschuldigen, wie er seine Beherrschung zu verlieren. Als er mit seiner Familie nach Kalifornien umzog, hatte er nicht vor, berühmt oder reich zu werden. Vielmehr hatte er die Absicht, weiterhin zu unterrichten und gleichzeitig an der UCLA einen Doktortitel in Schauspielkunst zu erwerben. Um über die Runden zu kommen, begann er Mitte der 1950er Jahre, sich für Fernsehrollen zu bewerben und erhielt kleine Rollen in Western, die damals ein beliebtes Genre waren. Seine Begeisterung für die Schauspielerei wurde durch diese Aufträge immer wieder neu entfacht, denn sie gaben ihm die Möglichkeit, verschiedene Persönlichkeiten zu spielen und seine Fähigkeiten zu entwickeln. Schon bald bekam er die Gelegenheit, sein angeborenes komisches Timing unter Beweis zu stellen, indem er in beliebten Fernsehserien wie Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun, Will Travel und Maverick auftrat. Er bekam 1958 eine wiederkehrende Rolle in der kurzen Fernsehserie Cimarron City. Obwohl die Absetzung der Serie zunächst als Rückschlag erschien, erwies sie sich als Geschenk, denn sie ermöglichte es ihm, in Bonanza zu spielen, der Rolle, die sein Leben für immer verändern sollte. Die Möglichkeit, in Dan Blockers Fußstapfen zu treten, hätte jeden Hollywood-Schauspieler begeistert. Aber erst als der Produzent David Doctor ihn als Hoss Cartwright in Bonanza engagierte, brach Dan sein Promotionsstudium ab, um sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Schon damals ging es nicht um das Streben nach Ruhm. Es ging nur darum, dass für alles andere nicht viel Zeit blieb, weil die Rolle so anspruchsvoll war. Hoss war das Lebenselixier von Bonanza, der Kern der Serie, wenn Little Joe die romantische Hauptrolle war. Im Gegensatz zu seinem Bruder Adam war Hoss nicht für seine Genialität bekannt. Er war der mittlere Sohn von Ben Cartwright, einem reichen Witwer und Rancher aus Nevada. Er wurde oft falsch eingeschätzt, war häufig das Opfer von Streichen und im Umgang mit Frauen schüchtern und zurückhaltend. Dennoch waren es Dans Wärme, Anstand und Mitgefühl, die ihn einzigartig machten. Hoss wurde vor allem bei den jüngeren Zuschauern beliebt, die sein freundliches, unschuldiges Auftreten bewunderten. Sowohl auf als auch abseits der Leinwand brachte Dan eine tief sitzende Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Fairness mit, die Hoss in vielerlei Hinsicht teilte, inspiriert von den Lehren von Stephen Greeley, einem Quäkermissionar aus dem 18. Jahrhundert. Verkörperte er die Figur mit einer Leitphilosophie. Auf der Erde werden wir diese Reise nur einmal machen. Da wir diese Strecke nicht noch einmal zurücklegen werden, sollten wir jetzt eine gute Tat oder Freundlichkeit tun. Dan Blocker pflegte enge Freundschaften mit seinen Schauspielkollegen bei Bonanza, insbesondere mit Michael Landon und Lorne Greene. Ihre Beziehung ging über den Bildschirm hinaus. Sie fühlten sich wie eine echte Familie, da sie so viel Zeit miteinander verbrachten, 5 Tage die Woche, von früh bis spät. Dan war Trauzeuge bei der Hochzeit von Michael Landon und Lynn Go, und die beiden waren auch abseits des Drehs häufig zusammen. Trotz des hektischen Zeitplans von Bonanza konnte Dan einige Filmrollen übernehmen, vor allem an der Seite von Frank Sinatra in Come Blow Your Horn und Lady in Cement. Trotz seines Umzugs nach Hollywood hat Dan seine texanischen Wurzeln nie aus den Augen verloren. Die Einwohner von O'Donnell verehrten ihren Lokalhelden auch dann noch, als er mit seinen Eltern nach Kalifornien gezogen war, um näher bei ihm zu sein. Die Ironie brachte sie zu einem unkontrollierten Grinsen. Dieses fleißige Kind, das zu einer Western-Ikone heranwuchs, war eher in ein Buch vertieft, als dass es auf Pferden unterwegs war. Jeden Sonntagabend galoppierte er über die Fernsehbildschirme. 2 Tage nach seiner Rückkehr aus der Armee heiratete Dan Blocker eine Schauspielerin und wurde ein liebevoller Vater von 4 Kindern. Dan Blocker war nicht nur ein begabter Schauspieler,
sondern auch ein fürsorglicher Vater und Ehemann für seine Frau und seine 4 Kinder. Trotz der Kürze seines Lebens ist er für seine Familie, Freunde und Bewunderer immer noch von großer Bedeutung. Dan war Student an der Sul Ross State University, als Dolphia Parker die Liebe seines Lebens kennenlernte. Parker, eine kleine Dame von 5 Fuß und 3 Zoll, wuchs auf einer Ranch in Oklahoma auf, wo ihre Familie Quarter Horses züchtete. Sie lernten sich durch Zufall und ein wenig Theaterglück kennen, als sie zum Bühnenteam für eine Aufführung von Arsen und Spitzenhäubchen gehörte. Die Regisseurin Anne Kate Ferguson benötigte während einer der Proben einen muskulösen Mann, um eine Leiche aus dem Keller zu heben. Sie engagierte Dan, der häufig als Zuschauer im Zuschauerraum saß, für die Rolle. Trotz seines anfänglichen Widerwillens willigte er ein, sofern sein Freund ihn begleitete. Die beiden waren im Handumdrehen umgarnt. Aber es war nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick, als Dan und Dolphia sich zum ersten Mal trafen. Parker musste Dan auffordern, den Saal zu verlassen, da er die Darsteller störte. Dan änderte jedoch sein Verhalten und gewann ihre Zustimmung wieder, nachdem er merkte, dass er Zuneigung für sie empfand. Parker erkannte schnell Dans angeborene Fähigkeit zur Schauspielerei und drängte ihn, vom Fußball zum Theater zu wechseln. Auf Parkers Drängen hin änderte Dan in seinem ersten Studienjahr sein Hauptfach in Sprache, nachdem er die Bühne in sein Herz geschlossen hatte. Er stürzte sich in Theateraufführungen, wurde Mitglied des Mask and Slippers Drama Club und spielte in einer Reihe von Stücken mit Wheezy B. in Noel Cowards Fumed Oak, in dem er gegenüber Parker einen gemeinen Ehemann darstellte. Dan erwarb 1950 einen Bachelorabschluss in Sprachwissenschaften an der Hardin-Simmons University in Abilene, Texas. 1950 bot sich ihm die Möglichkeit, eine Karriere als Footballspieler einzuschlagen, doch er lehnte ab, um seiner wachsenden Liebe zur Schauspielerei nachzugehen. Nach seinem Abschluss zog er mit seinem Kumpel Dennis Reed in den Osten und schloss sich dem Summer Stock Theater Circuit an, zunächst in Boston am Brattle Hall Theater. Dan bekam im selben Jahr sogar eine Rolle in einer Broadway-Version von König Lear. Doch als er einen Einberufungsbescheid erhielt, wurden seine Ambitionen auf Eis gelegt, gerade als seine Schauspielkarriere in Schwung kommen sollte. Dan wurde in die US. 1950 wurde Dan zum Militär eingezogen und für 4 Monate in Camp Polk in Louisiana stationiert. Er trat in einer Macbeth-Aufführung auf und behielt seine Verbindung zur Bühne auch in Uniform bei. Nach seiner Ausbildung wurde er nach Japan und dann nach Korea entsandt, wo er einige der schwierigsten Umstände seines Lebens erlebte, als er dem 179 th Infantry Regiment zugeteilt wurde. Dan und seine Gruppe wurden an Heiligabend 1951 von feindlichen Truppen 10 Stunden lang auf dem Hügel 255 festgehalten. Trotz aller Widrigkeiten wurde er am 23. September 1952 ehrenvoll aus der Armee entlassen und heiratete Dolphia Parker am 25. September 1952. Nur 2 Tage später in einer kleinen Hochzeit in Carlsbad, New Mexico. Eine lebenslange Beziehung, die auf Liebe, Respekt und unerschütterlicher Unterstützung beruht, begann, als das Paar vor dem pensionierten presbyterianischen Geistlichen Reverend J. Dando. Nach seiner Heirat mit Dolphia Parker kehrte Dan an die Sul Ross State University zurück, wo er einen Masterabschluss in Theaterwissenschaften erwarb. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in den ersten Jahren ihrer Ehe nahm er Lehraufträge an, um seine wachsende Familie zu ernähren. Dan begann seine Karriere als Englisch- und Theaterlehrer an einer Highschool in Sonora, Texas, und zog später nach Carlsbad, New Mexico, um die 6. Klasse zu unterrichten. Schließlich zog er mit seiner Familie nach Kalifornien, wo er weiterhin unterrichtete und gleichzeitig seinen Doktortitel erwarb. Sein Einkommen als Lehrer reichte jedoch nicht aus, um seine 4 Kinder zu ernähren. Als er erkannte, dass er mehr Geld verdienen musste, beschloss er, es noch einmal mit der Schauspielerei zu versuchen. Er begann, sich für Fernsehrollen zu bewerben und erhielt schließlich kleine Rollen in den damals sehr beliebten Western. Durch diese frühen Rollen wurde seine Liebe zur Schauspielerei und zur Übernahme vieler verschiedener Rollen neu entfacht. Schon bald hatte er Auftritte in einigen der beliebtesten Fernsehserien der damaligen Zeit: We Maverick, Have Gun, Will Travel, The Rifleman and Gunsmoke. 1958 erhielt er eine wiederkehrende Rolle in der vielversprechenden Westernserie Cimarron City.
Obwohl es enttäuschend war, dass die Sendung nach nur einer Staffel abgesetzt wurde, war es letztendlich ein Segen. Dan war frei. Als Schöpfer David Dortort nach der Absetzung der Serie mit dem Casting für sein nächstes Projekt, Bonanza, begann. Trotz des schleppenden Anfangs erlangte die Serie schnell enorme Popularität und verhalf Dan zu Ruhm und finanzieller Stabilität. Aber wegen des Drucks, den das Filmemachen auf ihn ausübte, hatte er nicht viel Zeit zum Studieren. Dan blieb trotz seines zunehmenden Erfolgs bodenständig. Er spielte in Filmen mit, darunter Lady in Cement und Come Blow Your Horn mit Frank Sinatra. Aber er verfolgte den Ruhm nie als Selbstzweck. Er war wirklich etwas verwirrt über das Interesse der Öffentlichkeit an ihm. Zuvor hatte er zugegeben, dass er die Schauspielerei nicht als Weg zum Ruhm ansah, sondern eher als Mittel, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Obwohl er seine Anhänger schätzte, bereitete ihm das Ausmaß an Aufmerksamkeit, das mit dem Aufstieg zum TV-Star einherging, manchmal Unbehagen. Besonders verabscheute er es, wenn sich die Leute in der Öffentlichkeit an ihm festklammerten, um ihre Bewunderung für seine Bonanza-Figur zu zeigen. Er sagte einmal, ich hasse es, wenn man an mir zieht, mich anfasst und zerrt, was darauf hindeutet, dass er Berühmtheit nur als lästige Begleiterscheinung seiner Lieblingsbeschäftigung ansah, Vaterschaft. Dan schützte seine Kinder vor den Folgen seiner Berühmtheit, indem er alles in seiner Macht Stehende tat, um ihnen eine typische Kindheit zu ermöglichen. Doch trotz seiner Bemühungen entwickelten sich die Familienurlaube häufig zu einem öffentlichen Spektakel. Junge und ältere Fans strömten herbei, um etwas so Einfaches wie ein Eis zu sehen. Er war genervt von der unaufhörlichen Aufmerksamkeit. Ein Mann schätzt seine Privatsphäre erst, wenn er sie verloren hat, stellte er einmal fest. Dan Blocker war ein liebevoller Vater für seine 4 Kinder. Die Söhne Dirk und David Blocker und die Zwillingsmädchen Deborah Lee und Dinah Lynn. Beide Jungen gingen im Laufe der Jahre getrennte Wege in Hollywood. David machte eine erfolgreiche Karriere als Produzent und erhielt 1998 sogar einen Emmy für Don King, während Dirk als Schauspieler Karriere machte. Allein in America. Im Jahr 2018 feierte Dirk den Vatertag, indem er ein seltenes altes Foto seines Vaters veröffentlichte und seinen Followern einen Einblick in seine liebevolle Persönlichkeit gab. In der Bildunterschrift wünschte er allen Vätern und Jungs einen schönen Tag und dass sie jeden Moment genießen sollten. Dan nahm die Kindererziehung zu Hause mit Begeisterung auf. Wenn er sich an seinen Kindern vorbeidrängte, um die elektrische Rennbahn zu übernehmen, oder sich mit ihnen spielerisch prügelte, wurde sein überragender Körperbau von 260 Pfund zu einer Quelle der Unterhaltung. Wegen seines großen Herzens und seiner lebhaften Art war er zu Hause eine ebenso große Freude wie im Fernsehen. Etwa 20 Meilen von den Paramount Studios entfernt, in der Stadt Northridge im San Fernando Valley, führten Dan, Parker und ihre Kinder ein friedliches Leben in einem Haus mit 4 Schlafzimmern. Obwohl das Anwesen über einen Swimmingpool und 3 Bäder verfügte, war ihr Lebensstil alles andere als opulent. Dan fuhr eine brandneue Corvette Stingray, während Parker einen Cadillac von 1963 Hazig fuhr. Trotz seiner Berühmtheit pflegte Dan Kontakte zu alten Freunden aus seiner Zeit als Lehrer in Texas und Los Angeles. Er und Parker mieden die Partykultur in Hollywood und führten ein ruhiges Leben. Dan hatte einen großen Einfluss auf seine Kinder, insbesondere auf Dirk. Dirks Vater lehrte ihn schon als Kind, dass es keine gute Idee ist, nach Berühmtheit zu streben. Außerdem begleitete er Dan zur Arbeit, wodurch er seine ersten Erfahrungen mit der Schauspielerei machte. Ich glaube, ich wurde schon in jungen Jahren von der Schauspielerei gepackt, als ich mit meinem Vater arbeitete, sagte Dirk in einem Interview mit MeTV. Dies war eine der wenigen Möglichkeiten, viel Zeit mit ihm zu verbringen, da er einen vollen Terminkalender hat. Es war eine schauspielerische Meisterleistung, seinen Vater am Set zu sehen. Dirk erlebte am eigenen Leib, wie Dan und seine Mitspieler informell über aktuelle Themen diskutierten, bevor sie mit Leichtigkeit in ihre Rollen schlüpften. Vor allem erlebte er die aufrichtige Liebe seines Vaters zu seinem Beruf, eine Begeisterung, die ihn schließlich dazu motivierte, eine ähnliche Karriere wie er selbst zu verfolgen. Als Dirk, der Sohn von Dan Blocker, begann, Zeit mit seinem Vater am Set zu verbringen, änderte sich sein anfängliches Desinteresse an der Schauspielerei. Dirk hob einmal Dans Engagement als Vater hervor, indem er sagte, dass dies aufgrund seines Zeitplans eine der einzigen Möglichkeiten sei, viel Zeit mit ihm zu verbringen. Durch die intensive Leidenschaft seines Vaters für die Schauspielerei entdeckte Dirk schließlich,
dass er sich zu ihr hingezogen fühlte. Bald darauf begann er, Cameos zu planen. Wheezy, B. in Little House on the Prairie. Danach ging es mit seiner Karriere steil bergauf und er bekam Rollen in 21 Jump Street, Poltergeist und The Border. Trotz seiner Berühmtheit schätzte Dirk die Bildung und erwarb einen Bachelor of Arts, um Lehrer zu werden, falls er Hollywood jemals verlassen wollte. Dirks Erziehung bei einem bekannten Vater gab ihm einen eigenen Blickwinkel. Er hat sich nie nach Aufmerksamkeit gesehnt. Seine Karriere ist jedoch dank seines angeborenen Talents und seiner Beharrlichkeit aufgeblüht. Seine Darstellung des Detective Michael Hitchcock in der beliebten NBC-Serie Brooklyn Nine-Nine hat ihm in den letzten Jahren große Anerkennung eingebracht. Dirk hat sich neben seinem Beruf ein zufriedenes Familienleben aufgebaut. Im Jahr 1990 heiratete er Danielle Aubuchon, mit der er 2 Kinder hat. Er zeigt seiner Frau regelmäßig seine Liebe und Dankbarkeit. Er schrieb, mich in die Person zu verlieben, die mich so glücklich gemacht hat, und sie dazu zu bringen, dass sie das Gleiche fühlt. Hat für ein herrliches gemeinsames Leben gesorgt, neben einem Foto aus den ersten gemeinsamen Jahren, das er am Valentinstag veröffentlichte. Auch Dirk erinnert sich immer wieder an seinen Vater. Im Jahr 2021 teilte er ein Bild von Dan in den sozialen Medien und sagte, dass er selten einen Tag vergeht, ohne an ihn zu denken oder seinen Einfluss zu spüren. In demselben Artikel forderte er andere auf, mit ihren eigenen Eltern in Kontakt zu treten und ihnen ihre Liebe zu zeigen, solange es noch möglich ist. Bonanza endete mit dem vorzeitigen Tod von Dan Blocker. Dan Blocker starb plötzlich und unerwartet am 13. Mai 1972, nachdem er 13 Staffeln lang den liebenswerten, übergroßen Eric Haas Cartwright in der NBC-Serie Bonanza gespielt hatte. Seine Familie, Freunde und unzählige Bewunderer, die ihn liebgewonnen hatten, waren schockiert, als sie von seinem Tod im jungen Alter von 43 Jahren erfuhren. Außerdem brachte es die Produzenten der Serie in eine schwierige Lage, da die letzte Staffel von Bonanza kurz vor dem Produktionsbeginn stand. Blocker war nicht nur ein beliebter Fernsehstar. Sowohl die Mitarbeiter als auch seine Kollegen liebten ihn. Er war bekannt für sein lockeres Auftreten und seine bodenständige Einstellung, die die Menschen in seiner Umgebung beruhigte, laut Mitch Vogel, der Jamie Hunter Cartwright in den letzten Staffeln von Bonanza verkörperte. War Blocker ein freundlicher Mensch, mit dem man nach einem harten Drehtag gerne ein Bier trinken ging. Sein Tod stellte die Serie vor eine bisher nie dagewesene Schwierigkeit. Sein Weggang machte es sehr schwer, die weiteren Geschichten abzuschließen, da er eine der Hauptfiguren von Bonanza war. Fernsehsendungen gingen damals nur selten auf den Tod eines Hauptdarstellers im wirklichen Leben ein. Daher war der Ansatz von Bonanza revolutionär. 1972 war es für eine Fernsehsendung ein Novum, den Tod einer bedeutenden Figur zu würdigen. Etwas, das heute alltäglich ist. Der Tod von Blocker war nicht nur der Anfang vom Ende von Bonanza. Er veränderte dauerhaft die Art und Weise, wie das Fernsehen mit solchen Katastrophen umgeht. Was schief lief? Dan Blocker zog 1972, ein Jahr vor seinem tragischen Tod, mit seiner Familie in die Schweiz. Er wünschte sich ein friedlicheres Leben abseits der politischen Turbulenzen und war strikt gegen ein Engagement der USA im Vietnamkrieg. Er widmete sich jedoch weiterhin Bonanza und kehrte häufig nach Los Angeles zurück, um die Serie zu drehen. Blocker fühlte sich nicht wohl, als er in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, um mit den Dreharbeiten zur letzten Staffel von Bonanza zu beginnen. Er kam schwach und wackelig ins Krankenhaus, und die Ärzte entschieden, dass ihm die Gallenblase entfernt werden müsse. In den Vereinigten Staaten werden jährlich über 1 Million Cholecystektomien durchgeführt, sodass die Entfernung der Gallenblase eine häufige Behandlung ist. Blocker schien sich zunächst gut zu erholen und war froh, dass er von den mit Gallensteinen verbundenen Schmerzen verschont blieb. Bevor die Katastrophe eintrat, schien alles nach Plan zu verlaufen. Während seiner Genesung erlitt er eine Lungenembolie, DH, eine plötzliche Verstopfung der Arterien, die die Lunge versorgen. Er war im Handumdrehen tot. Es ging so schnell vorbei. Einmal lächelte er und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Und dann, plötzlich, war er weg. In seiner Heimatstadt DeKalb, Texas, wurde Blocker auf dem Woodman Cemetery beigesetzt. Nach einer privaten Beerdigung wurde er von seiner Familie neben seiner Schwester und seinen Eltern beigesetzt. Der Tod seines langjährigen Freundes und Co-Stars Ben Cartwright war für Lorne Greene ein Schock. Nachdem er seiner Frau gesagt hatte, das war's,
Es ist vorbei, fiel es ihm schwer, Bonanza ohne Blocker zu sehen. Und er hatte in vielerlei Hinsicht recht. Nichts wäre mehr wie früher in Bonanza. Die Macher der Serie waren jedoch der Meinung, dass es eine letzte Staffel geben sollte, um sich endgültig zu verabschieden. Sie mussten etwas tun, was es in der Geschichte des Fernsehens noch nie gegeben hatte, nämlich Little Joe und Alice Harper, um dies zu erreichen. In Anbetracht des großen Verlustes, den die Darsteller und das Team im wirklichen Leben erlitten, wurde beschlossen, Dan Blockers Figur, Hoss Cartwright, aus Bonanza herauszuschreiben, um deutlich zu machen, dass die Sendung nicht einfach so weitergehen konnte, als wäre nichts geschehen, wollten die Macher, dass auch die Zuschauer diesen Verlust miterleben. Für alle Beteiligten war es ein sehr schwieriger Moment. Blocker stand zunächst im Mittelpunkt der zweiteiligen Staffelpremiere Forever, die von Michael Landon geschrieben wurde und in der er die Hauptrolle spielte. Nach seinem Tod war Landon jedoch gezwungen, die Handlung zu ändern und den Schwerpunkt von Boss auf seinen jüngeren Bruder Little Joe zu verlagern. Eine der traurigsten Episoden überhaupt ist diese Episode. Nachdem er den Bruder von Alice Harper, John, aus einem gefährlichen Pokerspiel gerettet hat, entwickelt Little Joe Gefühle für sie. Alice wird nach der Heirat mit Joe schnell schwanger, was den Weg für eine gute Zukunft zu ebnen scheint. Doch als Johns Spielschulden ihn schließlich einholen, kommt es zur Katastrophe. Sloan, ein bösartiger Spieler, schickt seine Schläger zu Alice Haus, um das Geld einzutreiben, das John schuldet. Sie schlagen sie brutal zu Tode, als sie nicht auf ihre Forderungen eingeht. Nachdem John erschossen wurde, begehen die Angreifer einen letzten Akt der Brutalität, indem sie das Haus in Brand stecken, um den Mord zu vertuschen. Joes Leben steht praktisch in Flammen, als er nach Hause kommt, und der Rest der Serie ist dem Umgang mit den schrecklichen Folgen seines Verlusts gewidmet. Dies war ein entscheidender Moment für Bonanza. Die letzte Staffel war durch die Abwesenheit von Hoss gefährdet, und die Serie hatte Schwierigkeiten, ihren emotionalen Kern ohne ihn aufrechtzuerhalten. Hoss' Abwesenheit ist bedeutsam. Falls Sie sich gefragt haben, was das alles mit dem Tod von Hoss zu tun hat. Die Trauer der Charaktere macht es auf schmerzliche Weise deutlich. Der Verlust von Hoss wird in einer Reihe von bewegenden Momenten während der gesamten Episode tief empfunden, auch wenn Forever nicht speziell auf Dan Blockers Ableben eingeht. Anstatt Hoss' Tod zum Hauptthema einer ganzen Folge zu machen, entschied man sich, ihn im Stillen anzuerkennen und ihn nur beiläufig zu erwähnen, wie Michael Landon später klarstellte. Während einige Fans eine geradlinigere Hommage bevorzugt hätten, war Landon der Meinung, dass es Blocker gefallen hätte, wenn sie geradlinig und direkt gewesen wäre. Joe bringt Alice Harper an einen Ort, den er und sein Bruder immer als ihren glücklichen Ort bezeichneten, was eine besonders rührende Szene ist. Joes verzweifelte Reaktion auf die Aussage von Alice, dass er seinen Bruder sehr geliebt haben muss, sagt alles. Das Gewicht von Hoss' Abwesenheit wird ohne ein einziges Wort tief empfunden. Später gesteht Ben unter 4 Augen, dass er weiß, wie es ist, einen Sohn zu verlieren, während er und Joe bei der Beerdigung von Alice Harper und ihrem ungeborenen Kind trauern. In einer weiteren schmerzhaften Szene ist Ben zu sehen, wie er traurig auf ein Foto von Hoss auf Joes Kommode blickt. Die Reise von Ben und Joe zu den ausgebrannten Überresten von Alices Hütte, in der sie und ihr Kind ums Leben kamen, ist wohl die bewegendste Sequenz in Für immer. Vor lauter Trauer umarmen sich Vater und Sohn und weinen auf eine für sie untypische Weise. Damals war es jedoch mehr als nur Schauspielerei. Jeder am Set war sich bewusst, dass Lorne Greene und Michael Landon den Verlust ihres Co-Stars und echten Freundes betrauerten und nicht nur eine Szene nachspielten. Viele Mitglieder der Besetzung und der Crew schlossen sich ihnen unter Tränen an, als die Kameras aufhörten zu filmen. Obwohl in der Sendung nie verraten wird, wie Hoss gestorben ist, macht Ben in der letzten Staffel immer wieder Andeutungen über sein Ableben. Eine Antwort erhielten die Fans erst Jahre später in dem 1988 gedrehten Fernsehfilm Bonanza, The Next Generation. Berichten zufolge ertrank Hoss, als er versuchte, das Leben eines anderen Menschen zu retten, was ein tapferer Abschluss war, der zu seiner Person passte. Die Besetzung und die Crew von Bonanza waren über den Tod von Dan Blocker am Boden zerstört, wie Sie vielleicht verstehen. Für viele war es wie der Verlust eines Familienmitglieds. In mancher Hinsicht waren die Dreharbeiten für die Forever-Folge tröstlich und gleichzeitig ein sehr emotionales Ereignis. Auch wenn der Anlass schwer war, konnten alle nach der Rückkehr ans Set ihre schönsten Blocker-Erlebnisse erzählen.
In den Gesprächen fragten die Leute, weißt du noch, wie Dan das gemacht hat? Und wenn er nur da wäre, um es mitzuerleben, würde er es tun. Auch wenn er nicht physisch anwesend war, war seine Anwesenheit doch deutlich zu spüren. Die größte Herausforderung bei der Produktion war jedoch die erste Szene, die ohne ihn gedreht wurde. Michael Landon sagte, dass die Szenen, die sich im Speisesaal abspielten, zwar oft feierlich waren, dass aber hinter den Kulissen auch viel gekichert wurde. Blocker hatte immer einen Witz parat oder eine Aussage, die echt und von Herzen kam. Und er verstand es, die Stimmung aufzulockern. Diese Erinnerungen, die in der Vergangenheit voller Freude waren nun von einer deutlichen Melancholie geprägt. Seine Abwesenheit war etwas, das nicht ignoriert werden konnte. Diese Dinge, wie der Spaß, den er vermittelte, und die Kameradschaft, die er aufbaute, verschwanden nicht einfach. Vielmehr wurden sie zu bittersüßen Erinnerungen an die Leere, die er hinterließ. Dies ist das Ende von Bonanza. Tatsache ist, dass Bonanza schon vor Dan Blockers Ableben Schwierigkeiten hatte. Die Einschaltquoten waren schon seit geraumer Zeit rückläufig. Der Tod von Hoss hingegen fühlte sich an wie das letzte Kapitel des Buches. Außerdem wurde der Sendeplatz der Sendung erheblich verändert. Sie wurde auf den Dienstagabend um 8 Uhr verlegt, nachdem sie viele Jahre lang den Sonntagabend um 9 Uhr dominiert hatte. Auch wenn dies nicht annähernd so schlimm war wie der berüchtigte Todesplatz am Freitagabend, so war es doch ein großer Rückschritt gegenüber der vorherigen Position. Erschwerend kam hinzu, dass Bonanza nun mit dem äußerst beliebten Film der Woche konkurrieren musste, der auf ABC ausgestrahlt wurde. In diesem speziellen Programm liefen Hits wie Ben-Hur, Pursuit von Michael Crichton und Brian Song. Die Abwesenheit von Hoss vermittelte den Eindruck, dass Bonanza nicht mehr dieselbe Sendung war, die die Zuschauer im Laufe der Jahre zu schätzen gelernt hatten. Obwohl die Schauspieler und die Crew ihr Bestes gaben, wurde die Serie 1973 abgesetzt, obwohl das Interesse an der letzten Staffel deutlich nachgelassen hatte. Glücklicherweise wurde Bonanza weiterhin in Syndication ausgestrahlt, was ein angemessenes Nachleben für eine Serie darstellte, die einst eine dominierende Kraft in der Welt des Fernsehens gewesen war. Es sollte nicht überraschen, dass der Verlust von Dan Blocker eine solche Lücke in die Serie gerissen hat, denn er war die Essenz von Bonanza. Das soll aber nicht heißen, dass die übrigen Mitglieder der Besetzung nicht wichtig waren. Jeder einzelne Cartwright hat eine wichtige Rolle gespielt. Wenn man sich die Serie ohne Hoss vorstellt, ist das so, als würde man versuchen, die Ponderosa ohne ihr Fundament zu sehen, das aus Immobilien besteht. Zum Zeitpunkt seines Todes war Dan Blocker stolzer Besitzer einer Reihe von Immobilien, was ein Beweis für den Erfolg ist, den er während seiner Schauspielkarriere erzielt hatte. Einer seiner prominentesten Wohnsitze war ein riesiges Anwesen mit einer Fläche von 5000 Quadratmetern, das im wohlhabenden Viertel Hancock Park in Los Angeles lag. Einige Jahrzehnte später wurde dasselbe Haus von dem Rocksänger und Regisseur Rob Zombie gekauft, der es zu seinem derzeitigen Wohnsitz machte. Die Tatsache, dass Blocker neben seinem Anwesen in Hancock Park auch eine Immobilie in Inglewood besaß, ist ein Beleg dafür, dass er sein Immobilienvermögen auf verschiedene Stadtteile verteilte. Blocker hinterließ nicht nur ein Vermächtnis in Form seiner eigenen Anwesen, sondern auch einen bedeutenden Küstenabschnitt in Malibu, Kalifornien, der nach ihm benannt wurde. Dank der Freundlichkeit seiner Bonanza-Kollegen Michael Landon und Lorne Green wurde der Dan Blocker Beach als Gedenkstätte für den beliebten Schauspieler eingerichtet. In den 1970er Jahren teilten sich die beiden Schauspieler den Besitz des Grundstücks am Meer. 1979, 7 Jahre nach Blockers Tod, beschlossen sie, das Land dem Staat Kalifornien zu schenken, um sicherzustellen, dass das Vermächtnis ihres Freundes erhalten bleibt. Daraufhin übertrug der Staat Kalifornien 1995 den Dan Blocker Beach zusammen mit vielen anderen Grundstücken an den Bezirk Los Angeles, wo er bis heute als Wahrzeichen gilt. Was halten Sie davon, das verlassene Haus von Dan Blocker als Denkmal zu erhalten oder es in Ruhe zu lassen? Und wenn ihr noch mehr Hollywood-Mysterien und unerzählte Geschichten hören wollt, vergesst nicht, uns zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.